Nächstes Sprintrennen auf einer sehr traditionsreichen Strecke in Sao Paulo, Brasilien. Wir starten von Position 1 zur Sprint-Qualifying. Hat sehr, sehr gut funktioniert, obwohl es auch dort geregnet hat. Das werden wir übrigens im nächsten Qualifying auch haben, bevor wir dann hier ins richtige Rennen reingehen. Also Regen im Qualifying. Aber im Rennen haben wir dann beste Bedingungen. Und ich bin gespannt. Ich will noch so viele Punkte holen, wie es geht. Weltmeister werden können wir nicht mehr. Das ist schon Verstappen rechnerisch. Wir können aber in der Konstrukteurswertung, meine ich, da können wir noch den zweiten Platz erreichen. Das möchte ich gerne schaffen. Und auch in der Fahrerwertung können wir Vize-Weltmeister werden. Also wir haben noch ein paar Ziele, die ich gerne erreichen möchte. Wir haben aber auch noch ein paar knifflige Rennen. Zum Beispiel in Katar. Wir haben Las Vegas noch als Rundkurs. Wir haben dann noch die Vereinigten Arabischen Emirate. Und, habe ich noch einen Grand Prix vergessen? Ich glaube, das war's, ne? Wir haben noch 3 Rennen danach. Und dann ist diese Saison auch schon vorbei. Da hat es mich einmal hier rumgerutscht. Oder auf dem Rasen befördert und somit Verstappen vorbei. Was mache ich denn jetzt hier gerade? Jetzt fahre ich gerade nicht sehr gut. Ein großer Fehler und ihr seht, schon ist die schöne erste Position weg. Aber die holen wir uns jetzt wieder zurück. Mit ERS angetrieben, vorbei an Verstappen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Der macht mir so ein bisschen die Tür zu. Oder hat er Probleme? Nee. Warum er links fährt? Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Meine Reifen werden es mir danken. Ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Auf dem Rasen einmal die Reifen durchgedreht und schon hast du den Dreher drin und dann auch die anderen Fahrer, die dann an dir vorbeiziehen. Ich finde das aber trotzdem eine schöne Strecke. Nach wie vor, ich fahre hier wirklich gerne. Hier gibt es nicht so viele Möglichkeiten zu überholen. Ja, eigentlich nur, wenn du einen Fehler machst hier in den Kurven oder halt auf Start und Ziel auf der langen Geraden. Und nach dem Senna S, ja, ich habe ja fälschlicherweise immer behauptet, dass Senna S wäre in Silverstone. Warum auch immer. Bis ich mich dann mal selber schlau gemacht habe und mich darüber informiert habe. Jetzt weiß ich, dass das Senna S Kurve 1 und 2 hier in Brasilien ist, logischerweise. So, hier muss ich jetzt aufpassen. Jetzt habe ich natürlich schon ganz viel ERS verbraten. Jetzt wird natürlich Verstappen an mir vorbeikommen. Außer ich verteidige mich jetzt hier mit ERS. Aber selbst dann wird das, glaube ich, sehr, sehr schwer. Er kommt mit geöffnetem Heck. Alonso mit einer 1,9 und wir schaffen es nicht außen vorbei. Aber gut, jetzt haben wir wieder die Chance, mit DRS hier vorbeizuziehen. ERS muss ich natürlich ja auch sparen, obwohl wir jetzt nicht mehr viele Runden haben. Und ab geht's. Wie weit kommen wir vorne ran? Ja, das sieht gut aus. Ja, Verstappen macht links die Tür zu. Oh, und da fliegt der Frontflügel. Da fliegt ein Teil vom Frontflügel weg. Wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Schade. Das kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Genau, sind ja nur noch 3 Runden. Aber da ist das Frontflügelteil schön weggeflogen. Jetzt wird uns das natürlich hier beeinträchtigen. Bei der Lenkung, auch bei der Geschwindigkeit werden wir ein bisschen Nachteile haben, aber oh, schon wieder, also der Rasen hier, der hat es mir heute angetan. Ich weiß nicht warum. Linkskurve funktioniert gut. Es wird eher in den Rechtskurven jetzt das Problem sein, aber wir haben ja Gott sei Dank nicht so viele Rechtskurven. So, und jetzt Verstappen und Alonso eher. Also nach wie vor, ich glaube Alonso, der könnte auch in 1, 2 Saisons, wenn er hier weiter so fährt, um den Weltmeistertitel mitfahren, weiß ich nicht, aber der wird auf jeden Fall auch immer oben mitfahren. Jetzt kommt, oh, Verstappen, Alonso, Norris, jetzt kommen sie alle. Jetzt wollen sie alle meinen Hintern. Oh, ne. Und dann mache ich so eine Scheiße hier. Das war nicht so ideal. Es kann sein, dass du etwas untersteuerst, da du im Ja, kann sein. Autos bist. Es kann auch sein, dass ich gerade wieder auf den Rasen gefahren bin und dass ich dadurch wieder ein paar Plätze verloren habe. So, jetzt hier aufgepasst. Norris, Alonso auf der 2. Das muss auch ein Fehler in der Matrix sein. Also zumindest jetzt hier mit Aston Martin. Ja, Rechtskurven. Rechtskurven fallen mir besonders schwer. Schade, es hätte so schön sein können. Dieses Sprintrennen hat so gut angefangen. Auf der Pole Position. Vielleicht bekommen wir das ja im Rennen irgendwie ein bisschen besser hin. Ja, dass ich den Rasen auch so heile lasse, wie er ist. Ist natürlich auch wichtig, wie gesagt, für die Konstrukteurswertung. Russell ist jetzt hinter mir, ist ja alles schön und gut, aber ich hätte auch Erster sein können. Davon mal abgesehen, DRS bekomme ich, glaube ich, nicht. Nee. Dafür jetzt aber Russell, natürlich habe ich jetzt Nachteile, klar. Durch diesen Frontflügelschaden, was willst du da machen?
Da habe ich sehr, sehr große Nachteile, aber ich könnte ja eventuell nochmal ein Überholmanöver starten und dann muss ich es halt im Rennen irgendwie wettmachen. Ich muss erstens mal im Qualifying gut fahren, also Regen liegt mir ja eigentlich im Vergleich zu den anderen oder zu der KI. Aber dann im Rennen. Warum fliegen so viele Teile weg, ey? Ich glaube auch nicht, dass wir auf der letzten Runde jetzt noch irgendwie großartig was machen können. Schade, zu viel Fehler, zu viel zu oft die Strecke verlassen, dann die Kollision mit Verstappen, wo ich dann ein wichtiges Teil meines Frontflügels verloren habe, vorne rechts, ihr seht das. Da verlierst du natürlich erstens Geschwindigkeit, das ist ganz klar. Und jetzt kommt Piastri, ja, oh, da war die Handgeste, Leclerc kommt rechts vorbei. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Auch nochmal an Piastri angedockt, aber das wird jetzt hier, oh, auf der letzten Runde. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht nach hinten durchgereicht werde. Also von Platz 1 auf Platz 6 ist eh schon scheiße, auf Deutsch gesagt. Ja, aber gerade angedeutet oder beziehungsweise gesagt, zu viele Fehler, dann wirst du halt leider bestraft. Und das gnadenlos hier, in dem Spiel sowieso. Die KI, die lauert quasi auf so Fehler. Die sitzen schon mit Schaum vom Mund in ihren Autos und warten quasi, dass ich solche Fehler mache. Aber ist ja auch das Normalste von der Welt. So, mal gucken, ob ich den langen Abschnitt doch noch irgendwie unfallfrei hinbekomme oder unbeschadet. Mein Platz 6, das ist schon ein großer Schaden. Gefühlt, aber dass Leclerc halt nicht an mir vorbeikommt. Aber ich glaube, Leclerc und vielleicht noch Gasly, die werden es jetzt an mir vorbei schaffen. Ich werde mich aber versuchen zu verteidigen. Bis zum Ende, bis zur Ziellinie. Leclerc wird nicht mehr rankommen. Oder, oh, er kommt doch nochmal. Ich mache jetzt links die Tür zu, rechts. Und ich verliere doch noch Platz 6. Und lande auf den letzten Metern auf Platz 7. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Tja, wie sagt man so schön, ein Satz mit X, das war wohl nix. Ein kurzer Wetterumschwung, der Regen hat eingesetzt. Rein geht's ins Blitzqualifying, also fürs richtige Rennen. Und hier sehe ich mich ja traditionell immer ein bisschen stärker, weil ich halt, wie gesagt, im Regen, ja, risikoreicher fahre als die KI, will ich nicht sagen, aber so vom Gefühl her liegt mir Regen ein bisschen mehr, weil ich da halt auch fahre, wie als wenn es nicht regnen würde. Und das schränkt die KI vielleicht ein bisschen ein. Die KI fährt vielleicht extra vorsichtig bei Regen, so wie man es eigentlich machen sollte wahrscheinlich, aber ich pfeife da ehrlich gesagt drauf. Ich will es jetzt schon wieder quietschen, aber egal, ist ja hier nur fürs Qualifying. Die Sonne kommt ja schon wieder raus, also wir haben gleich schönstes brasilianisches Wetter. Und wir sind auch hier wieder auf der Pole Position. Also die Pole Position, die bedeutet hier eigentlich bislang nichts Gutes. Das hatten wir auch im Sprint-Qualifying. Da war ich auch auf der 1. Jetzt bin ich hier wieder auf der 1. Ich hoffe, dass ich das dieses Mal ein bisschen besser löse. So, und auf die letzten Meter. Komm, 58 Sekunden hier. Wir sind relativ schnell unterwegs. Wir haben auch einen größeren Vorsprung auf Lando Norris, der offensichtlich Zweiter ist. Aber jetzt die letzten Meter, da zählt's. Norris kommt nochmal ran. Verstappen, weiß ich nicht. Behalten wir die Pole oder nicht? Nein, Norris überholt uns noch gerade. Schade. Auch hier wieder auf den letzten Metern. Aber Platz 2 ist auch okay. Aus der ersten Reihe noch. Das machen wir dann hoffentlich auch besser als im Rennen. Norris, mal gucken, ob wir das irgendwie besser hinbekommen. Besserer Start. Der beim Sprintrennen hat mir auch nicht so gut gefallen. Der funktioniert jetzt besser. Der hat richtig gut geklappt. Norris kommt überhaupt nicht gut weg. Und wer ist wieder hinten dran? Alonso. Das ist Wahnsinn. Der ist überall vorne mit dabei. Das ist wie so eine Klette, die dir immer irgendwo am Hintern hängt. Der ist jetzt schon wieder Zweiter. Norris Dritter. Mit ein bisschen Abstand. Verstappen. Gut, der wird sich auch wieder seinen Weg durchbahnen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, hier die ersten Runden wirklich konzentriert zu fahren. Nicht hier leichtfertig wieder den ersten Platz verlieren, weil das hätte im Sprintrennen, das war völliger Käse, was ich da gemacht habe. Auf dem 7. Platz, also 6 Plätze zu verlieren, das ist schon bitter. Außer es wäre jetzt wieder so ein Fehler in der Boxengasse gewesen wie in Mexiko. Das hat mich auch noch im Nachhinein sehr, sehr geärgert. Aber gut, was willst du machen? Das ist ja das Schöne, es passiert sehr, sehr viel Unvorhergesehenes und jetzt möchte ich gerne, dass hier
vielleicht ein Podiumsplatz drin ist. Also der ist auf jeden Fall drin. Aber ihr wisst, was ich meine. Alonso immer mal gucken. Norris, Leclerc, Piastri, die ersten 5, dann Verstappen dahinter. Alles noch sehr, sehr eng zusammen. Schöne Perlenkette jetzt, die sich da reiht. Schön bunt. Und ERS lasse ich jetzt nochmal aus. Wenn ich es nicht unbedingt brauche, dann würde ich es auch nicht einsetzen wollen. Das würde ich dann sparen. Oh, da war gerade irgendwie ein Huckel. Das hat sich gerade so angefühlt, als wäre mal einer reingefahren. Aber nee, das war irgendwie eine Straßenerhebung. Ja, Vorsprung kriegen wir auch noch hin, 0,6. Aber Alonso, der wird natürlich auch seine Chance nutzen mit DRS. Das heißt, ich muss mich jetzt gleich verteidigen. Gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Auf der langen Geraden. Also hier in den Kurven brauche ich es eh nicht, weil da macht es für mich persönlich auch gar keinen Sinn. Außer ich muss mal besser aus einer Kurve rauskommen, aber das bekomme ich eigentlich ganz gut hin. Von daher auf Start und Ziel nach dem Senna ist. Das sind so die zwei Bereiche, wo man ERS, glaube ich, ganz gut verwenden könnte. Der Rasen ist auch noch heile, sehr schön. Der Greenkeeper durfte extra nochmal ran, ohne meine Reifen. So, und jetzt würde ich sagen, ab hier, ab dem Schild, da kann man mal ERS anschalten, um mich zu verteidigen. Aber Alonso kommt jetzt natürlich ran mit Windschatten, DRS. Der hat natürlich größere Vorteile, aber er bleibt erstmal hinter mir. So, hier einen guten Exit auch haben, dann sieht das blendend bislang aus. Platz 1, Alonso, wie gesagt, der wird mir jetzt ziemlich nahe kommen, gehe ich von aus. Aber wir fahren bislang gut, sehr, sehr stabil. Besser als im Sprintrennen, da hätte ich jetzt schon wieder 2, 3 Plätze verloren. Da hätte ich auch sehr viel Stück Rasen mitgenommen. Bei so Kurven, da denke ich mir auch immer, warum fährt man die nicht von ganz außen? Dann hat man ja frühzeitig mehr Geschwindigkeit, um dann reinzukommen in die Kurve. Das machen, glaube ich, E-Sportler. Also so teilweise, wie ich das so sehe in den Videos, wie die Kurven teilweise nehmen, die fahren ja auch nicht immer die Ideallinie, die fahren ja ihre eigene Ideallinie. Also, das ist schon krass. Die fahren dann die Kurven von ganz weit draußen an und dann nach innen. Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,4 Sekunden. Achtung, Alonso versucht es innen. Jetzt kriege ich wieder eine Verwarnung. Wo ist die Meldung? Ah, kommt keine. Ich glaube, wir müssen jetzt Alonso vorbeilassen. Ja, ich sag's nicht gerne, aber ich mache nochmal die Tür auf. Hier die Tür zu. Ich muss den Spalt gerade so auflassen, dass er nicht nach links rüber geht. Und noch besser, dass er nicht durchzieht. Weil wenn ich zu viel Platz lasse, dann zieht er natürlich durch. Die KI, die zieht da nicht zurück, weil die dumm ist. Ich muss das irgendwie hinkriegen, so eine gesunde Mischung aus doch ein bisschen Tür aufmachen, aber dann auch nicht zu weit. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Und dadurch kommen natürlich die anderen auch immer näher ran. Guck, hier meine ich von außen, dann kann man ja rechtzeitig Gas geben. Vielleicht gewinnt man dann dadurch ein paar Sekunden, aber das sind so Ideen und Gedanken, die mir so einfach spontan irgendwann mal durch den Kopf stoßen, durch den Kopf gehen. So, und jetzt muss ich halt ein bisschen ERS sparen, deswegen werde ich Alonso wahrscheinlich an mir vorbeilassen, dass ich auch mal in den Genuss komme. Oh, da zieht er vorbei und Norris ist wahrscheinlich der Nächste. Oder wenn ich später bremse, gucke ich mal. Ah, da war schon mal ein Verbremser von Alonso, der musste ganz schön in die Eisen gehen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir es schaffen, dran zu bleiben. So mit reiner Motorleistung, mit DRS. Ich lasse mal ERS jetzt aus, ne, dass ich sparen kann. Aber wir müssten da eigentlich auch schneller sein als Aston Martin. Ja, schon wieder ein leichter Verbremser. Da qualmt es hinten links bei Alonso. Wir müssen jetzt so den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ansonsten fahren wir hier im Windschatten. Achte auf das Untersteuern im Windschatten des vorausfahrenden Autos. Versuch so schnell wie möglich vorbeizukommen. Los, los! Ich versuche mein Bestes. Ich darf hier nur nicht immer zu spät bremsen vor den Kurven, sonst bin ich raus. Dann war's das. Auch wieder hier ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen mehreren Platzierungen. So, jetzt schaue ich mal, wie stark die Motorleistung ist. Ich mache jetzt mal kein ERS an. Ich möchte noch ein bisschen sparen. Ich möchte das jetzt hier rein über Motorleistung und DRS schaffen. Da müssten wir eigentlich auch rankommen. Und über Windschatten.
Norris versucht es ebenfalls. Guck, diese kleine Lücke, das habe ich gemeint. Wenn wir die nämlich immer ein Stück auflassen, dann ziehen die da auch durch. Aber wenn ich das mache, wie vor 1-2 Runden, und ich nur einen Spalt offen lasse, so wie jetzt hier gerade Alonso, da zieht die KI dann auch nicht durch. Hier, die Lücke, genau. So wie das Alonso macht, so habe ich das auch gemacht. Und dann hat er ja keinen Weg vorbei gefunden. So, bis zum ersten Boxenstopp, das wird dann in Runde 9 sein. Bis dahin würde ich schon gerne unter den ersten 3 bleiben, aber die anderen, die werden natürlich jetzt auch versuchen, vorbeizukommen. Ne? Norris, Leclerc, Piastri, ich weiß nicht, was Verstappen macht. Aber wichtig ist halt vor Norris zu bleiben und dass Russell irgendwie auch eine hohe Platzierung schafft, dass wir in der Konstrukteurswertung noch Zweiter werden. Jetzt habe ich nach vorne hin wieder ein bisschen verloren. Das macht gar nichts, das holen wir jetzt halt mit ERS alles wieder auf. So, hier, das meine ich. Damit wir schnell aus der Kurve rauskommen, schön auf Geschwindigkeit sind. Und dann gib ihm. Zusammen mit dem Windschatten, DRS, ERS. Oh, da kommen wir, ja, da kommen wir ran. Wir kommen angeflogen, um Gottes Willen. Jetzt muss ich aufpassen. Oh. Das war gerade ein bisschen riskant von Alonso, aber natürlich auch wieder von mir. Da hätte ich vielleicht auch außen bleiben sollen, aber er hat das genau richtig gemacht. Zieht nach links rüber. Somit war rechts überhaupt gar kein Platz mehr. Das hätte ich nicht geschafft. Okay, hör zu. Aber die Pole Position. Schon, also sollten wir es jetzt aufladen. So, und das ist wieder getreu dem Motto, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, dieses ERS sparen. Das hätte ich machen müssen, als ich Zweiter bin. Oder als ich Zweiter war. Aber das könnte auch in der Boxengasse aufgeladen sein. Das ist, glaube ich, genau in der Runde, wo wir reinfahren. So, Achtung. Nicht so gut genommen. So, 0,37. Hier könnte man ein bisschen gewinnen, aber halt auch nicht so viel. Da wird jetzt Alonso gleich wieder vorbeiziehen und auch Lando Norris dahinter. Das wird jetzt noch ein schönes Wechseldich hin und her. So, hier wieder die Lücke. Jetzt mache ich sie genau so zu, dass Alonso links rüber muss. Und da jetzt hier die Kurve kommt und der hoffentlich zurückzieht, ja, macht er so halb, bleibe ich immer noch auf Platz 1. Wenn das so noch 9 Runden oder 10 Runden funktioniert. So, jetzt mache ich hier wieder die Lücke auf. Er muss links rüberziehen. Norris kommt dann von rechts. Das schafft Alonso aber auch nicht. Oh, das wird jetzt ganz knapp. Der bleibt drauf und er ist wieder in Führung. ERS wieder anschalten. Hier passen genau 2 Autos nebeneinander. In die Kurve auch. Und das reicht dann auch. Sind schöne Duelle hier mit Alonso. Bisschen Spannung, bisschen Action, obwohl hier die WM schon entschieden ist. Aber wie gesagt, es geht um Platz 2 hier bei der Fahrer- und bei der Konstrukteurswertung. Und da würde gerne ich mit meinem Team stehen. Mein Team und ich. Von 1 und 1. Nee. Mercedes. So. Jetzt haben wir 0,7. Jetzt haben wir ein bisschen Vorsprung gewonnen. Warum auch immer. Und jetzt können wir ein bisschen Gas geben. Jetzt muss Alonso raus aus dem DRS-Fenster. Das wäre sehr, sehr vorteilshaft. Wir starten nämlich jetzt rein in die Boxenstopp-Runde. Diese Runde. Jetzt macht Druck. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,8 Sekunden. Hinten Norris und Alonso, die streiten sich jetzt noch um Platz 2. Mal gucken, wer von den beiden reingeht. Irgendeiner wird es machen. Wir haben 1 Sekunde Vorsprung. Alonso hat jetzt mehr Probleme mit Norris. Das heißt, wir haben den nötigen Abstand, den wir brauchen. Den haben wir. Und zwar auch, bis wir in die Boxengasse fahren. Das, was ich wollte, das trifft jetzt hoffentlich ein. Auf die Reifen schauen wir auch mal ganz schnell und gediegen. 37-34% vorne. Vorne ist halt ganz besonders stark verschleißt. Besonders vorne links, weil wir halt, glaube ich, viele Linkskurven haben. Ja, klärt mich auch, wenn ich das jetzt falsch sage, aber ich glaube, durch die vielen Linkskurven haben wir halt auch einfach vorne links dann den wenigsten Grip mehr. So, und jetzt sparen wir unser ERS, bis wir aus der Boxengasse rausgehen und da haben wir auch wieder die 43%. So, jetzt hier schnell reinfahren. Nirgendwo gegen keine Bande, das klappt, jawohl. So, und es gehen Alonso und Norris rein. Oh, und Leclerc auch, also hopp.
Jetzt müssen wir schnell sein. Jetzt müssen wir hoffentlich wenig Fahrer hinter uns haben. Aber mach dir darüber keine Sorgen. Kopf hoch. Bitte niemand, der uns auffällt. Komm, 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 komm. Jawohl, sehr schön. Und auch vor Alonso noch. Komm, ja, sehr gut. Oh, Alonso direkt hinter uns. Also es ist alles gut gegangen. Alles nach Plan. Jetzt hoffe ich auf die anderen Fahrer. Alonso ist auf harten Reifen unterwegs. Okay. Hat bestimmt auch seinen Grund. Aber ich finde, wir sind jetzt wieder auf den schnelleren Reifen unterwegs. Und ich hoffe, dass Alonso halt von den hinteren Autos gestört wird oder von irgendwelchen Autos, die mir vielleicht helfen. Dazu kommen wir aber vorne zum Beispiel an Sargent. Wenn ich jetzt Sargent noch überholt bekomme, dann hält der auch Alonso auf und Leclerc. Das ist aber mehr Wunschdenken. So, wir haben jetzt noch 8 Runden. Der zweite Teil dieses Rennens, der hoffentlich genauso stabil wird, genauso actionreich. Und wenn ich am Ende Erster bin, dann vergesse ich auch das schlechte Sprintrennen. Aber jetzt geht halt die andere Hälfte rein. Das heißt, ich werde leider nicht in den Luxus kommen, den ich gerade gewollt habe. Aber wer weiß, vielleicht an der Box eine Ausfahrt. Wird auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr eng. Alonso kommt trotzdem mit den harten Reifen weit oder nah ran. Spannend ist jetzt an der Box eine Ausfahrt. Piastri fährt wieder raus. Der könnte eventuell Alonso aufhalten. Das wäre zum Beispiel mal so ein Kandidat, der mir da helfen würde. Aber das wird nicht passieren, nee. Also die alten Plätze sind wieder eingenommen. Alonso ist nah hinter mir. 0,3, 0,2. Schade, schade. Nun gut, jetzt geht es halt wirklich um fahrerische Skills. Wer hier am konstantesten gut und sicherer fährt. Hier habe ich eventuell eine Chance, ein bisschen Zeit gut zu machen, aber nur ein bisschen, hier 0,7, das... Oder auch hier die Kurve ein bisschen anders zu nehmen, ein bisschen über den Curb rüber zu fahren. Ihr seht schon, 0,2, 0,3 Sekunden mehr. Und ganz wichtig, raus aus dem DRS-Fenster. Raus aus dem DRS-Fenster. Da kommt Alonso dann halt leider noch ran, aber er hat keinen Windschatten, das ist gut. Hat jetzt hinten hoffentlich mehr Probleme als wir. So, wieder den Curb ein bisschen mitgenommen. Und irgendwie das Lenkverhalten, wie gesagt, nach dem Update, das es mal gab vor einer Zeit, bin ich der Meinung, hat sich das auch irgendwie ein bisschen verändert. In manchen Kurven wirkt es einfach ein bisschen behäbiger, ein bisschen schwerer. Ist aber auch nur mein persönlicher Eindruck. Meine persönliche Meinung. So, auch hier immer mal wieder die Curbs nutzen, um ein bisschen abzukürzen. So viel, dass es nicht für eine Strafe reicht. 1,2 Sekunden Vorsprung, 1,6, das ist gut. Der Vorsprung wächst also. Das Auto bleibt auch noch stabil. So, hier auch wieder. Achtung, über Curb. 1,6. Ja, das ist gut. Da haben wir jetzt einen richtig guten Vorsprung rausgefahren. Die letzten 2 Runden haben wir gut gepusht. Klar, wie gesagt, auch mit der Abkürzung ein bisschen über Curb gefahren. Aber das ist halt auch nochmal zum Thema, dass ich auch teilweise eine andere Linie fahre oder anders fahre als die KI. Die hält sich ja strikt an diese Ideallinie hier. Die macht ja nicht diese Abkürzung oder die fährt ja nicht über Stock und Stein oder hast du nicht gesehen. Und das ist halt auch der Vorteil, den man hat, egal auf welcher KI-Stufe man ist. Das ist ein guter Vorsprung. Leclerc ist jetzt auch vorbei an Alonso. Wie gesagt, der Wechsel auf hart war vielleicht auch nicht das Beste. Und Verstappen ist schon Fünfter. Okay, hör zu. Wir haben freie Bahn vor uns. Also machen wir das Beste daraus und fahren eine schnelle Runde. Du schaffst das. Ja, eine 1,11. Warum nicht? Eine 1,9 haben wir bislang immer. Das war mit die beste Rundenzeit. Das sollten wir hinkriegen, oder? Die schnellste Rundenzeit hätte ich natürlich auch gern. Das wäre aber nur Bonus. Das wäre das i-Tüpfelchen. Jetzt geht es mir primär erstmal darum, hier das Rennen zu gewinnen. So, Alonso hat schon 2 Sekunden Rückstand. Also da wächst der Vorsprung. Leclerc muss sich dann verteidigen. Und unser ERS kann aufladen kommen. 1,11 haben wir, jawohl. 1,10. Das ist eine gute
Grundlage für den Rest des Rennens. 1:4:08. Läuft gut. Also wie gesagt, Brasilien wird wahrscheinlich bei vielen von euch auch so sein. Mit ja, einer der am einfachsten zu befahrenen Strecken. Ich meine, das ist nicht anspruchsvoll. Oh, gelber Sektor. Das ist natürlich das, was ich nicht gebrauchen kann. Jetzt hat's gekracht. Alonso fällt nach hinten. Nein, Alonso fällt aus. Das ist Fernando Alonso, ja. Mit Motorschaden wahrscheinlich, oder? Hat er sich nur verbremst? Ja, der ist ausgeschieden. Nein! Er zieht sich aus dem Rennen zurück. Er zieht sich aus dem Rennen zurück, Fernando Alonso. Jetzt hat er so hart gekämpft um Platz 2, um Platz 1 und jetzt 4 Runden vor Schluss gibt er den Geist auf, oder was? Ja, bitter. Aber gut, das ist halt auch so random einfach, ne? Wahrscheinlich wieder Motorschaden, keiner weiß warum. Nun gut, aber auch jetzt mal, um ans Team zu denken, ein Konkurrent weniger für Russell. Aber ich sehe, Russell ist auch gar nicht mehr in den ersten 5, 6, 7, der ist glaube ich 8. oder so. Das Blatt hat sich gewendet. Innerhalb von einer Saison sind wir zum ersten Fahrer aufgestiegen oder wir steigen dann zum ersten Fahrer auf. Wir wären dann auch bei dieser Wertung, wo wir noch 45% haben und Russell 55%. Ich weiß wie gesagt immer noch nicht, was das ist. Wahrscheinlich, dass wir einfach bei bestimmten Upgrades bevorzugt werden. Da werden wir dann auch Fahrer Nummer 1 sein. Und wenn wir den Vorsprung halten, dann war das genau die Vorstellung fürs Rennen, die ich auch gerne beim Sprintrennen gehabt hätte. Souverän vorne wegfahren. Ein paar spannende Überholmanöver. Jetzt verabschiedet sich die Konkurrenz sogar selber. Schießt sich selber ins Aus mit Fernando Alonso. Was willst du machen? Spannend und interessant wird es halt auf den letzten Runden. Ja, wenn wir so in Runde 17 sind, da zieht dann die KI manchmal nochmal an. Also da holen die dann auch nochmal ein paar Prozente raus aus ihren Boliden. Aber momentan die 1,5 Sekunden Vorsprung, die tun eigentlich ganz gut. Wenn ich halt weiterhin so fahre, und das sieht wirklich gut aus. Verstappen ist jetzt schon Dritter, also der will auch nochmal vorne angreifen, obwohl ihn das, wie gesagt, ja nicht mehr juckt. Der sportliche Ehrgeiz und sein Vertrag wahrscheinlich, wo irgendwelche Klauseln drinstehen, die spornen ihn nochmal dazu an. So, jetzt sind schon hier 1,7, also hier in Sektor 2. Da schneide ich auch besser ab, als ich gedacht hätte. Gerade hier bei der Kurve, da hatte ich so meine Sorgen, weil ich auch im Sprintrennen den Rasen hier ein paar Mal zu oft mitgenommen habe. Mich dann auch gedreht habe zweimal, ohne Grund. Aber das habe ich wirklich gut gemeistert. Hier auch den Curb, wir gucken mal 1,7. Der Vorsprung wächst, ja 1,8, 1,9, um Gottes Willen. Wie viel Zeit man da gewinnen kann, wenn man halt einfach nur über den Curb fährt. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Und der Sieg, es sieht nach dem nächsten Sieg aus. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,9 Sekunden. Ja, mein Teamkollege soll mal zusehen, dass er... Der ist hinter einem Williams, kann das sein? Oder hinter einem Alpine? Ich glaube, Alpine ist das. Also der ist auf jeden Fall... Ich glaube, auf dem 8. Platz. Ist natürlich nicht so schön fürs Team, aber gut. Kann man nicht ändern. Hauptsache wir. Wir sind vorne, am Ende dann doch souverän. Wir haben uns dann halt auch durch die Abschnitte, die wir so genommen haben, wie wir sie genommen haben, den Vorsprung hier rausgefahren. Fernando Alonso ist dann ausgeschieden. Das ist uns natürlich auch nochmal entgegengekommen. Wer weiß, vielleicht hätte er da auch nochmal ein bisschen was machen können. Aber ich war eh der Meinung, dass er mit seinen harten Reifen dann schon quasi sich selber aufgegeben hat, dass er die weiße Flagge da gehisst hat. So, also letzte Runde hier in Interlagos, Sao Paulo. Ein sehr, sehr schönes Rennen. Das Wetter verändert sich jetzt, bewölkt. Die Sonne ist weg, soll uns jetzt aber nicht trüben, noch hier mal eine gute und schnelle Runde zu fahren. Wir machen jetzt auch mal ERS an, weil ich glaube, jetzt zieht die KI auch nochmal an. Leclerc, Verstappen bleibt Dritter. Norris, Sainz, was ist mit Russell? Der kommt auch nochmal ran, aber der wird es halt auch nicht schaffen.
Wo immer die auch die letzten Prozentpunkte noch herkriegen. Na gut. Das würde uns zumindest mal wieder auf Platz 2 kriegen, glaube ich, der Fahrerwertung, weil der Abstand zwischen mir und Norris von den Punkten her... Oder wir sind gleich, weiß ich nicht, da müssen wir echt drauf gucken. Da habe ich jetzt die Rechnung nicht auswendig im Kopf. So, 1,8. Leclerc kommt noch mal ein bisschen ran, aber Gott sei Dank nicht entscheidend. Letzte Linkskurve und dann gibt es noch einmal die lange Gerade hier. Auf Start und Ziel. Der nächste Sieg für uns hier in Brasilien. Nachdem das Sprintrennen völlig in die Hose gegangen ist. Das richtige Rennen umso schöner, umso erfolgreicher. Sehr schön. Yes, yes, yes! Lasst was hören, Leute! Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so. Ein weiterer grandioser, großer Preis von Brasilien ist vorüber und der Sieg heute war eindeutig verdient. Nun, am Ende hat sich alles zum Guten gewendet, aber wie wir wissen, war es kein einfacher Start, Sascha. Es war kein leichter Tag, aber ich denke, es zeugt von großer Stärke, wenn man einen solchen Tag übersteht und trotzdem einen Sieg einfährt. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es bei Mercedes heute Abend sicher reichlich zu feiern geben und sie haben es sich auch verdient. Gesammelt. Die Rivalität gegen, ja gut, den werde ich nicht mehr bekommen, Lando Norris. Aber es sind nicht so viele Punkte. 10, 20, es sind nur 28 Punkte. Das kann in einem Rennen, oder beziehungsweise 2 Rennen, ja, kann das schon wieder anders aussehen, aber das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Das ist Wunschdenken. Wichtiger ist hier, guck mal, wir haben schon eine Gesamtbewertung von 77, da haben wir richtig gut aufgeholt. Hier sind wir jetzt auch, gut, immer noch bei 45, 55. Das Verhältnis, diese Anerkennung, so wie es da steht, die würde in der nächsten Saison, glaube ich, auch ein bisschen anders aussehen. Fertigungsexperten haben wir Rang 3, Rang 1. Aber beim Triebwerk, bei der Strategie und bei der Qualität, da kommen wir noch nicht auf Rang 2. Dafür bei den anderen, die wahrscheinlich jetzt nicht mit dabei waren am Wochenende. Jetzt haben wir ein paar Wochen Pause. Wir haben gerade nochmal eine Aerodynamik-Teil. Müssen wir nochmal noch in Bearbeitung bringen, so. Weil das fehlgeschlagen hat. Und ein paar Teile fürs nächste Jahr saven. Jetzt kriegen wir hier wöchentliche Ressourcen en masse. Frontflügel, Endplattenabtrieb, das sind jetzt wahrscheinlich so die letzten Upgrades für diese Saison. Wo wir auch nochmal ein bisschen was reinstecken können, Ressourcenpunkte und so weiter und so fort. Und zwar machen wir das hier rein und das war's schon. Also mit diesen Ressourcenpunkten, da mussten wir echt ganz schön sparen. Da mussten wir ganz schön haushalten. So, ihr seht, das Layout von der Strecke sieht gar nicht so kompliziert aus. Hat auch eine richtig lange Gerade, aber es sind auch sehr enge Kurven wieder mit dabei. Also ich fahre sie trotzdem nicht gerne. Las Vegas. Das sage ich euch, wie es ist. Fahre während des Rennwochenendes 121 Kilometer. Ja, das machen wir mal. Ich weiß jetzt nicht die genaue Kilometeranzahl von jeder Strecke. So ein F1-Streak bin ich jetzt nicht. 7. oder besser. Da ist wieder irgendwas von Sprint Qualifying die Rede gewesen. Haben wir hier ebenfalls ein Sprintrennen? Wir werden es gleich erfahren. Es wird ein Nachtrennen. Also ganz normal mit Training, Blitz Qualifying, dann 13 Runden. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Entwicklungen haben ja alle soweit geklappt. Und dann, ja, oh Gott, hätte ich das Ziel auf jeden Fall ein bisschen höher ansetzen können. Na gut, hinterher ist man immer schlauer. Hinterher weiß man es immer besser. Wir sind Zweiter in der Gesamtbewertung hier. Also Leistungsvergleich sind wir Zweiter. Chassis, das scheißt natürlich ein bisschen rein. Da haben wir nicht so gut abgeschnitten. Ich bin hier am Überlegen, ob ich nochmal das Getriebe wechsle für die letzten Rennen. Komm, mache ich gerade mal. Warum nicht? Wir haben jetzt noch 3 Rennen. Wir haben jetzt noch Vegas. Wir haben
Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und ich glaube, unsere Saisonleistung, die kann sich, wenn man mal Spanien rausnimmt, 19. Platz war ein sehr, sehr dunkles Kapitel, waren wir von Imola an immer unter den ersten 6. Auf jeden Fall. Am Anfang die 3 Rennen, das war so zum Einfahren, da habe ich ein bisschen gebraucht. Da haben wir einen 10. Platz in Bahrain, dann Saudi-Arabien 13. aus 3 19. Da bin ich aber auch ausgeschieden, glaube ich, genau. Da hatte ich ja einen Crash mit Sainz oder Leclerc. Ich glaube, Leclerc war es. Naja, auf jeden Fall auch ein paar Rennen gewonnen. Es war eine richtig schöne Saison. Es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja noch 3 Rennen. Mal gucken, ob wir es noch schaffen, Zweiter zu werden oder ob wir Platz 3 behalten. Macht's gut, bis zum nächsten Grand Prix hier in Vegas. Bin sehr, sehr gespannt. Und ich hoffe, ihr auch. Macht's gut. Ciao, ciao.